Get back! Stay away! Die Morgensonne warf einen weißen Schleier über das trockene Land am Rande des Tsavo-Ist-Reserve, wo Samuel Whitmore viele Jahre lang lebte und Landwirtschaft betrieb. Samuel war ein weißer Mann in seinen 60ern, dem ein kleiner Bauernhof direkt neben dem alten Stahlzaun des Naturschutzgebietes gehörte. Jeden Morgen geht er den Zaun entlang, um den Stacheldraht, Tierspuren und eventuelle Schäden durch Wildtiere zu überprüfen. Der vertraute Anblick von kurzem, grünem Gras, durchsetzt mit trockener Erde, niedrigem Gebüsch und intensivem Sonnenlicht gab ihm ein Gefühl der Geborgenheit, genau wie an jedem anderen Tag. Samuel ahnte nicht, dass dieser friedliche Morgen der Moment werden würde, der seine Sicht auf die wilde Welt für immer verändern würde. Als Samuel sich bückte, um ein loses Stück Zaun zu begutachten, spürte er plötzlich eine seltsame Präsenz vor sich. Hinter dem niedrigen Gebüsch trat ein alter männlicher Löwe langsam in die grelle, weiße afrikanische Mittagssonne. Sein Körper war dünn und abgemagert, sein Fell fast vollständig verschwunden, seine Mähne gänzlich abwesend, jeder Schritt schwer, als schleppe er seine gesamte Lebensspanne mit sich. Samuel erstarrte einen Moment lang, sein Herz hämmerte, als ihn sein Überlebensinstinkt zurückweichen ließ. In Panik hob er hastig einen trockenen Ast vom Boden auf, wedelte damit vor sich herum und schrie laut, um die Gefahr abzuwenden. Der Schall hallte schrill in der offenen Landschaft wieder und vermischte sich mit dem heißen Wind, der durch das kurze Gras wehte. Der Löwe blieb stehen, ohne auszuholen oder zu knurren, sondern blieb einfach ein paar Meter von ihm entfernt stehen. Das Sonnenlicht enthüllte seinen abgemagerten Körper und seine müden Augen, ein krasser Gegensatz zum vertrauten Bild des Königs der Raubtiere. In diesem Moment vermischte sich Samuels Angst mit einem seltsamen und verwirrenden Gefühl des Zweifels. Samuel erkannte, dass der Löwe trotz der gefährlich geringen Entfernung zwischen ihnen keine Absicht hatte anzugreifen. Seine Augen starrten ihn direkt an, stumpf, müde und ohne das wilde Feuer eines Raubtiers. Seine abgebrochenen und fehlenden Zähne waren deutlich zu sehen, als es unter der sengenden Sonne schwer atmete. Samuel hielt den Ast immer noch hoch, aber seine Stimme wurde leiser, es war nicht mehr der anfängliche panische Schrei. Er blieb stehen und spürte, wie sich die Spannung in dem unheimlich stillen Raum ausbreitete. Der Löwe tat keinen weiteren Schritt, sondern blieb einfach stehen, als ob er über eine endgültige Entscheidung nachdachte. Ihre Augen schienen eine lange Geschichte von Hunger und Einsamkeit zu erzählen. Samuel begann zu begreifen, dass das, was vor ihm lag, keine Bedrohung darstellte, sondern ein Lebewesen am Rande der Erschöpfung war. Durch die anhaltende Stille schien die Zeit zwischen Mensch und Natur stillzustehen. Unerwartet senkte der Löwe langsam den Kopf vor Samuel, sein massiger Körper zitterte leicht vor Erschöpfung. Seine beiden Vorderbeine beugten sich nach unten und berührten den Boden inmitten von trockenem Gras und Erde. Sein schwerer Kopf sank dicht über den Boden, als ob die letzten Spuren seiner Kraft seinen alternden Körper verlassen hätten. Samuel war fassungslos, er hatte noch nie einen Löwen erlebt, der sich vor Menschen so verhielt. Unter der sengenden Sonne schnürte ihm der Anblick des knienden Königs der Graslandschaft die Kehle zu. Kein Brüllen mehr, keine Jagdhaltung mehr, nur noch stille Resignation. Samuel spürte, wie sein Hals trocken wurde und sein Arm, der den Ast umklammerte, zu zittern begann. Ihm wurde klar, dass dies keine aus Angst geborene Kapitulation war, sondern ein verzweifeltes Flehen. In diesem Moment wich seine Angst allmählich tiefem Mitgefühl. Samuel senkte den Ast langsam, hielt dabei einen sicheren Abstand, befand sich aber nicht mehr in einer defensiven Haltung. Er betrachtete den Löwen nun mit anderen Augen und sah ihn nicht mehr als Bedrohung an. Der Löwe blieb kniend stehen, sein schweres Atmen hallte in langsamen, rhythmischen Atemzügen wieder. Es scheint, als sei die ultimative Grenze der Tierwelt erreicht. Samuel begriff, dass der Löwe wahrscheinlich zu alt war, um selbst zu jagen und sich zu ernähren. Möglicherweise hat es die Herde absichtlich verlassen, um einen Ort zu finden, an dem es sein Leben beenden kann. Der Mann blieb stehen und bemühte sich, seine Stimme ruhig klingen zu lassen, während er das Tier beruhigte. Der Löwe ließ sich langsam nieder, da er nicht mehr die Kraft hatte, seine kniende Position beizubehalten.
Zwischen zwei Fremden entwickelt sich allmählich ein stilles Einvernehmen. Samuel holte sein Handy aus der Tasche, seine Hand zitterte leicht, als er die Rangerstation Tsavo East anrief. Er beschrieb rasch die Situation des alten Löwen, der regungslos vor ihm lag. Am anderen Ende der Leitung forderte ihn Parkranger Daniel Foster auf, stehen zu bleiben und einen sicheren Abstand einzuhalten. Samuel wurde angewiesen, weiterhin leise zu sprechen, um den Löwen nicht zu erschrecken. Er stand in der sengenden Sonne, sein Hemd schweißnass, aber er wagte es nicht zu gehen. Der Löwe lag still da und stieß nur leise, müde Stöhnlaute aus. Die 30 Minuten des angespannten Wartens schienen endlos zu vergehen. Samuel war gleichermaßen ängstlich und hoffnungsvoll, dass Hilfe rechtzeitig eintreffen würde. Der umgebende Raum schien mit jeder Minute schwerer zu werden. Die beiden Parkranger, Daniel Foster und Michael Reed, trafen mit ihrem Spezial-Pickup-Truck am Einsatzort ein. Sie beurteilten rasch den Zustand des Löwen und fanden ihn erschöpft am Boden liegend vor. Beide waren sprachlos, als sie seinen abgemagerten Körper sahen. Die verstreuten Fellreste und die regungslose Haltung verliehen der Atmosphäre eine bedrückende Stimmung. Samuel schilderte den gesamten Ablauf der Ereignisse, von der ersten Begegnung bis zu dem Moment, als der Löwe niederkniete. Daniel nickte und schloss daraus, dass der Löwe das Rudel möglicherweise aufgrund seines hohen Alters und seiner Schwäche von selbst verlassen hatte. Michael bereitete das Betäubungsgewehr mit größter Vorsicht vor. Niemand sagte viel, sie tauschten nur mitfühlende Blicke aus. Vor Ort wurde schnell ein Rettungsplan vereinbart. Der Löwe war sicher betäubt und lag still unter dem grellen weißen Sonnenlicht. Die Ranger näherten sich und begannen, seinen Gesundheitszustand zu überprüfen. Sie stellten fest, dass viele Zähne ausgefallen waren, während die verbliebenen Zähne abgebrochen und stark abgenutzt waren. Haare und Mähne sind fast vollständig ausgefallen, und die Haut ist altersbedingt trocken und faltig. Sein Körper war abgemagert, fast völlig frei von der notwendigen Fett- und Muskelmasse. Daniel seufzte und bestätigte damit, dass der Löwe nicht mehr in der Lage war zu jagen. Michael streichelte ihm sanft über den Rücken, als wolle er es von der Wildnis verabschieden. Niemand sprach es laut aus, aber jeder verstand die bittere Wahrheit, die vor seinen Augen lag. Der König, der einst über das Grasland herrschte, ist jetzt nur noch eine Gestalt des Alters. Die Ranger hoben den betäubten Löwen vorsichtig auf die Ladefläche des Pickups. Samuel stand schweigend da und beobachtete, während in ihm ein unbeschreibliches Gefühl aufstieg. Das Fahrzeug fuhr auf der roten Schotterstraße, die zur Rangerstation Tsavo East führt, davon. In der Tierklinik führten die Ärzte umgehend eine gründliche Untersuchung durch. Man kam zu dem Schluss, dass der Löwe zu alt sei, um in die Wildnis zurückzukehren. Es kann keine feste Nahrung zu sich nehmen und ist nicht mehr in der Lage, selbstständig zu überleben. Die Entscheidung im Sinne des Tierschutzes wurde zwischen den Rangern und dem Tierarzt vereinbart. Der Löwe wird bis zu seinem Lebensende im Tierheim gepflegt werden. Es wurde in einem ruhigen, naturnahen Gehege untergebracht. Die Ranger benutzten Wasser, um den Schmutz von dem alten Körper abzuwaschen. 2 Stunden später wachte der Löwe auf und erkundete langsam seine neue Umgebung. Zum ersten Mal seit vielen Tagen begann es friedlich weiche Nahrung zu fressen. Im hellen Sonnenlicht erkundete der alte Löwe mit langsamen Schritten sein halbwildes Gehege. Es gab kein Gebrüll und keine grimmigen Blicke mehr, nur noch stille Müdigkeit. Die Ranger standen außerhalb des Zauns und beobachteten die Szene schweigend. Sie wussten, dass dies die letzte Ruhestätte eines einst mächtigen Königs war. Der Löwe lag ruhend im Schatten eines niedrigen Baumes, sein Atem wurde regelmäßiger. Samuel kam gelegentlich vorbei, stand in einiger Entfernung und betrachtete das Tier, dem er einst gegenübergestanden hatte. Niemand sprach es laut aus, aber jeder spürte eine seltene Ruhe. Das Alter ist nicht länger ein einsames Urteil in der rauen Wildnis. Der alte König konnte seine letzten Tage endlich in Würde verbringen.